Fahrt ihr gerne im Regen? Nicht so? Dann erübrigt sich bestimmt die Frage, ob ihr schon mal im Regen trainiert habt. Auch nicht wahrscheinlich. Warum Training im Regen richtig gut sein kann, das zeige ich euch in diesem Video und lasst euch gerne auch hinter die Kulissen schauen, wie ich im Regen trainiere. Die Linke zum Gruß. Heute nehme ich euch mal mit auf ein Training und lasst euch mal hinter die Kulissen schauen, wie ich denn trainiere, vor allem auch im Regen, damit ihr auch versteht, warum das Regentraining eigentlich einen echten Mehrwert bietet. Eins ist sicher, Regen macht den Asphalt rutschig. Allerdings können heutige Reifen echt viel ab. Schaut man mal beim IFZ vorbei, beim Institut für Zweiradsicherheit, geben die in der Griffigkeit auf Landstraßen für trockenen und sauberen Asphalt 0,9 an, den Reibungskoeffizient, und bei glattem Asphalt bzw. auch bei nassem Asphalt 0,7. Das sind ungefähr 23%. Natürlich wird das Ganze auch beeinflusst von Schmierstoffen und Dreck auf der Fahrbahn, was das Ganze deutlich nochmal ändern kann. Und dazu kommen noch kalte Reifen, was vor allem auch durch die nasse Fahrbahn nochmals verstärkt wird. Wenn ihr das Ganze nochmal im Detail wissen wollt, dann schaut gerne mal in einem anderen Video vorbei, wo ich das mit den Kräften erkläre, mit dem Kammschen Kreis und desgleichen, falls euch das interessiert. Damit ihr im Regen keine Schwierigkeit habt zu fahren, mein größter Tipp vor allem ist immer die Lockerheit. Regen macht kalt, da zieht man sich immer ein bisschen zusammen, da ist natürlich die Lockerheit am allerwichtigsten. Wenn ihr mal in den Genuss kommen solltet, im Regen zu trainieren, dann werdet ihr eins feststellen, dass ihr danach viel geschmeidiger werdet. Warum? Zum einen, weil ihr nicht mehr so verkrampft seid, weil ihr viel lockerer seid und weil euer Verständnis oder euer Gefühl für nassen Asphalt deutlich steigt. Deswegen bin ich auch immer ein Freund davon, wenn es mal regnet, bei uns auf den Übungsplätzen, überhaupt kein Problem. Uns wird sowieso warm, gar kein Problem. Aber danach gehen die Teilnehmer in der Regel aus dem Training mit einem riesen Aha-Moment, weil sie einfach sagen, okay, das hätten sie jetzt dem Reifen nicht geglaubt, dass er wirklich so viel abhaben kann. So, und jetzt nehme ich euch mal mit auf den Übungsplatz und erkläre euch mal, wie ich trainiere und warum ich so trainiere. Wenn ich trainiere, dann natürlich nicht auf offener Straße oder auf öffentlicher Straße. Warum? Ganz einfach, dann kann ich mich auf mich selber und auf mein Bike konzentrieren und muss auf keinen Verkehr achten. Und falls es mich mal hinschmeißt, passiert tatsächlich nicht so viel. Wenn ich so ein Training anfange, dann am Anfang ganz gediegen und ganz locker, einfach mal, dass man da ein bisschen reinkommt, dass man auch ein bisschen locker wird, dass man einfach auch ein bisschen warm wird, dass die Reifen warm werden und desgleichen. Dabei fahre ich auch in der Regel mit normalem Luftdruck, wie ich auch auf der Landstraße fahre, und achte auch, dass ich zu Beginn keine abrupten Bewegungen mache, wie zum Beispiel hart Gas geben oder hart bremsen. So, im zweiten Schritt erhöhe ich das Ganze Schritt für Schritt, und zwar die nächste Übung, die ich dabei mache, ist abruptes Bremsen. Das ist natürlich eine Art des Bremsens, die ihr nicht machen solltet auf der Landstraße. Da gilt immer progressiv zu bremsen. Allerdings ist für mich dabei einfach die Übung, dass ich das Ganze impulsiv mache. Zum einen merke ich dadurch, wie viel Grip ich denn am Vorderreifen habe. Und zum anderen höre ich und merke ich, wann ich denn die Bremse wieder loslassen muss, falls ich später im Training einfach mal einen stehenden Reifen habe. Ich habe eine Maschine, die kein ABS hat, deswegen muss ich das umso mehr üben. Wirklich dieses Aufmachen von der Bremse, damit mir da mein Reifen nicht stehen bleibt. Das Ganze kann ich machen, weil ich auf den Geraden bin. In der Schräglage ist es nicht zu empfehlen, weil da schiebt es den Reifen wirklich weg. Und das ist wirklich sehr schwer zu handeln. Das Ganze mit diesem harten Bremsen mache ich auch hinten. Da ist es tatsächlich einfacher, das Ganze zu handeln, weil am hinteren Teil, da fängt es ein bisschen an zu wackeln, aber da fällt man nicht sofort um, beispielsweise. Deswegen kann ich das Ganze sowohl auf der Geraden als auch ein bisschen in der Schräglage machen, um da ein bisschen wegzudriften. Wichtig bei dieser Übung ist vor allem für mich, dass ich ein Gefühl bekomme, wie viel Druck ich denn auf der Hinterradbremse ansetzen kann, bevor der Hinterreifen zum Stehen kommt. Das werdet ihr später noch merken, wenn es dann weitergeht in der Übung, dass ich da vor allem in Rotationen beispielsweise die Hinterradbremse verwende, und da ist einfach für mich wichtig zu verstehen, okay, wie hart kann ich denn bremsen, bevor mir
hinten das Heck wegbricht beispielsweise. So, jetzt werdet ihr merken, warum ich die am Anfang mache. Jetzt mache ich das Ganze auch mit Full Lock, also maximalem Lenkanschlag, mit wenig Gas, also in der Regel mit Unterstützungsgas oder Unterstützergas, Stützgas, so jetzt. Und achte darauf, dass ich vor allem im Full Lock leichte Hinterradbremse gedrückt habe. Warum? Damit ich die Kette immer auf Zug habe. Das bringt den Vorteil für mich, dass ich da die ganze Unruhe aus Motorrad rausnehmen kann, weil dadurch kein Lastenwechsel entsteht, falls ich mal ein bisschen vom Gas gehe. Damit habe ich immer Zug auf der Kette und damit läuft das Ganze viel, viel ruhiger. Und dazu brauche ich natürlich die vorherigen Übungen, um zu verstehen, wie viel Druck ich denn auf die Hinterradbremse ansetzen kann. Ihr merkt jetzt, Schritt für Schritt arbeite ich mich da jetzt hoch. Das heißt, jetzt geht es ums Nächste und zwar um Schräglage und dabei ein bisschen mit dem Gas zu spielen. Das heißt, ich teste wirklich, wie viel Gas ich denn in der Schräglage geben kann, bis mir der Reifen hinten anfängt zu tänzeln. Das Ganze fange ich an, um hier mal kurz intensiv Gas zu geben, um da einfach mal zu gucken, hält denn der Reifen oder nicht. Auch hier wieder ganz klar ein Hinweis, nicht für die Landstraße geeignet, weil wenn da natürlich mal ein Schmierstoff ist oder ähnliches, dann habt ihr wirklich ein Problem, dass euch da das Heck weiter wegrutscht, wie ihr wollt. Hier auf dem Platz geht es tatsächlich, da war der Grip auch gut. Und natürlich braucht man auch hierfür einfach ein gutes Popometer, wo man sofort merkt, wann denn der Hinterreifen anfängt zu tänzeln. So, jetzt merken wir also in leichter Schräglage kurz Gas gegeben, ob dabei irgendwas passiert. In der Regel tatsächlich wenig, weil der Grip von den Reifen in der Regel auch ziemlich gut ist. Jetzt kann man das Ganze natürlich intensivieren, indem man mal dieses Gas geben etwas verlängert, indem man das Gas weiter aufmacht und einfach mal länger Gas gibt. Das ist jetzt der Punkt, wo der Reifen wirklich strapaziert wird und da muss man sich wirklich langsam herantasten. Also wie ich schon gesagt habe, das Ganze ist natürlich nicht für die Landstraße geeignet. Warum ich das Ganze trainiere, dazu komme ich gleich nochmal, um euch da mal den offenen Blick dafür zu geben. Allerdings hier für das Training möchte ich wirklich gucken, was geht denn eigentlich. Wie ich in meinen vorherigen Videos schon dargestellt habe, ist das Herausziehen von einzelnen Elementen sehr, sehr wichtig. Das heißt, auch hier merkt ihr, dass ich mir immer einen Part vornehme und den trainiere, um das Ganze natürlich später in Kombination zu machen und das machen wir jetzt. Das heißt, jetzt fängt das Ganze an, was ich gerne in einem Oval oder in der GP8 mache, in Kombination. Aus der Kurve raus beschleunigen, in die Kurve reinbremsen. Und das Ganze wird natürlich Step by Step intensiviert. Klare Sache, höhere Schräglage, mehr Gas geben oder mehr bremsen. In der Regel ist das jetzt auch der Punkt, wo der Flow für mich anfängt. Wo man wirklich das Motorrad und die Umgebung und den Asphalt so verinnerlicht hat durch die vorherigen Übungen, dass man jetzt relativ gut einschätzen kann, wann denn der Reifen anfängt leicht wegzuschwänzeln. Und ihr merkt auch hier, ich mache das Ganze Step by Step. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich das nicht machen würde, dann ist natürlich die Gefahr wirklich groß, dass es mich ziemlich schnell auf die Nase haut. Und jetzt fängt für mich natürlich der Spaß auch an, wo man jetzt wirklich jegliche Art der Übung einbauen kann. Man kann jetzt Achten fahren, man kann Ovalen fahren, man kann auch ein L aufbauen, man kann über den Platz fahren, wie man möchte. Natürlich immer mit Bedacht und immer im Flow. Wenn ihr merkt, dass da die Konzentration nachlässt, das ist auch bei mir so, dann mache ich sofort eine Pause, weil dann schleichen sich die ersten Fehler an, man wird übermütig, dreht sich einmal im Kreis und dann liegt das Motorrad schräger, als man denkt. Und jetzt kommt es natürlich zu der ganz, ganz großen Frage, würde ich das Ganze auf der Landstraße machen? Natürlich nicht. Diese Teile oder diese Bereiche, die ich jetzt gezeigt habe, dieses abrupte Anfahren und abrupte Bremsen, das ist tatsächlich auf der Landstraße niemals zu empfehlen. Auf der Landstraße ist immer zu empfehlen, das Ganze progressiv zu machen. Progressiv Gas zu geben, progressiv zu bremsen. Warum mache ich das Ganze also? Zum einen, um ein deutlich besseres Verständnis für eine nasse Fahrbahn zu bekommen. Hier ist natürlich für mich wichtig zu verstehen, wie verhält sich mein Motorrad, wenn es mal beispielsweise Grip verliert. Und da natürlich auch für mich das Popometer ein bisschen zu sensibilisieren bzw. das Gefühl fürs Motorrad zu erhöhen. Und dabei ist wichtig zu verstehen,
dass mich das Ganze smoother macht. Das bedeutet, ich habe natürlich das Verständnis, hey, ich darf nicht so Gas geben und ich darf auch nicht bremsen, das weiß ich. Ich übe natürlich den Extremfall hier in dem Training, wo ich merke, bis zur weiche Grenze kann ich gehen und wenn ich mich darunter aufhalte, dann ist das gar kein Problem. Warum ist jetzt so ein Training wichtig? Ein Training im nassen Bereich lässt euer Verständnis für nasse Fahrbahn deutlich erhöhen. Das heißt, ihr fahrt nicht mehr ganz steif auf Motorrad, sondern ihr werdet lockerer. Und das ist eins der wichtigsten Sachen, wenn ihr auf der Landstraße unterwegs seid. Dass wenn mal der Reifen anfängt zu rutschen, weil Öl lag, oder wenn es mal nass ist, dann dürft ihr nicht steif werden und immer erschrecken und oh, Panik, Panik, sondern müsst ihr locker bleiben. Und das ist eins der wichtigsten Dinge beim Motorradfahren. Sobald ihr falsch reagiert in so einer Situation, hart in die Bremse vorne reingeht, weil ihr gerade erschrocken seid, das Motorrad wegklappt, dann passieren natürlich Unfälle. In der Regel kann man relativ viel umgehen, indem man da einfach locker bleibt, indem man sagt, okay, jetzt ist mal schön der Hinterreifen gekommen, aber ich fahre ganz normal weiter. Vielleicht reduziere ich auch die Geschwindigkeit, weil ich merke, okay, jetzt wird es ein bisschen rutschiger. Aber man erschrickt nicht in der Bremse, man erschrickt auch nicht im Gas oder man erschrickt auch nicht in der Kurve. Und deswegen trainiere ich das Ganze. Ich habe ja zu Beginn an gesagt, dass die Reifen sehr, sehr viel können. Die heutigen Reifen, die modernen Reifen können wirklich extrem viel. Das no chance, das zu verstehen. Also das muss man mal ausprobiert haben im Moto-Gymkhana-Training. Allerdings, wo ich wirklich sage, Obacht, sind bei Stollenreifen. Wenn ihr gerade eine GS fahrt oder andere Touring-Maschinen und da Stollenreifen drauf habt, die halten bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich tatsächlich schon die Erfahrung gemacht, dass die einfach zack wegziehen. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Bei normalen Reifen, die fangen an zu tänzeln und sagen, hey, jetzt so langsam gehe ich weg. Bei Stollenreifen sagen sie einfach, okay, ich bin weg. Und das ist natürlich das Gefährliche. Deswegen auch hier besonders Obacht. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ich konnte euch die Frage beantworten, warum Training im Regen wirklich wertvoll ist. Teilt das Training oder dieses Video auch gerne Leuten, die nicht so gerne im Regen fahren. Und in diesem Sinne, die Linke zum Gruß. Bis zum nächsten Mal. Bis deine Antenne.